Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einer Frage, von der ich bislang gar nicht gedacht hatte, dass es für manche von euch eine Frage wäre. Denn Joachim Petersen schrieb kürzlich in einem Kommentar, könntest du vielleicht mal ein detailliertes Video dazu machen, wie du mehrere Reihen Ziegel und so weiter mit dem Proxxon schneidest? Na klar, sehr gern sogar. Alles, was ihr zum Zuschneiden von Ziegeln braucht, ist neben Hartschaum ein Proxxon Thermocut mit einer Führungsschiene, idealerweise mit einer besseren als die dem Gerät beiliegt. Für eine schnelle und einfache Ziegelvariante überlegt euch ein Ziegelmaß, beispielsweise 2 cm breit, 1 cm hoch und 1 cm tief. Diese Maße lassen sich bequem am Proxxon einstellen, aber ich zeige auch gleich nochmal, wie man Ziegel mit deutlich abweichenden Werten zuschneidet. Stellt zunächst als Schnittbreite die Höhe eurer Ziegel ein, also 1 cm. Schnappt euch dann einen rechteckigen Hartschaumblock und schneidet dann ausreichend Platten ab. Im Zweifelsfall lieber ein paar mehr, denn haben ist bekanntlich besser als brauchen. Jetzt wird als Schnittbreite die Tiefe eurer Ziegel eingestellt. Das sind ebenfalls 1 cm, daher kann die Führungsschiene in diesem Fall so justiert bleiben. Stapelt dann die 1 cm Platten übereinander und legt sie mit der langen Seite und überall bündig wieder an die Führungsschiene, um wiederum 1 cm dicke Schichten abzuschneiden. So habt ihr dann Hartschaumstäbchen von 1 x 1 cm. Stellt als neue Schnittbreite die Breite eurer Ziegel ein, also in diesem Beispiel 2 cm. Legt die Stäbe eng und bündig zusammen und dann senkrecht an die Führungsschiene. Nehmt beim Schneiden gerne einen dicken Hartschaumrest oder 2 Klötze als Führungshilfe zur Hand, denn frei handgeschnitten besteht leicht die Gefahr, dass die Schnitte und damit die Ziegel etwas schief werden. Kontrolliert das ohnehin immer mal zwischendurch, vor allem wenn ihr sehr lange Stäbe habt. Dreht in dem Fall eure Stäbebündel immer regelmäßig um, das hilft am meisten gegen schiefe Schnitte. Danach sind eure Ziegel auch schon fertig geschnitten und ihr könnt sie entweder in der Hand oder in einer Universalstrukturierungskiste strukturieren. Nach dem Verbauen könnt ihr dann noch mit einem Stein oder ähnlichem drüber gehen. Und beim Errichten eurer Mauern werden spezielle Ziegelbreiten ganz einfach mit dem Cuttermesser zugeschnitten. Wollt ihr hingegen Ziegel mit unterschiedlichen Breiten, Höhen und Tiefen haben, schneidet euch Platten von zum Beispiel 3 unterschiedlichen Dicken zwischen 4 und 9 mm zurecht. Diese Maße werden dann später die Höhen eurer Ziegelreihen. Nehmt alle Platten einer Höhe und stellt eine Schnittbreite von ca. 5 mm ein. Dies wird die Tiefe eurer Ziegel. Schneidet ein paar Streifen ab und nehmt dann die nächsten Platten. Habt ihr auch davon ein paar Streifen abgeschnitten, schnappt euch die Platten mit dem dritten Höhenmaß. Ganz wichtig dabei, hebt die Stäbe der jeweiligen Platten getrennt voneinander auf. Erhöht die Schnittbreite dann um ein paar Millimeter auf zum Beispiel 7 mm, um wiederum von allen Platten ein paar Streifen abzuschneiden. Wiederholt all das nochmals mit einem dritten Maß von zum Beispiel 9 mm. Jetzt habt ihr 3 Haufen mit jeweils 3 unterschiedlichen Stäben. Innerhalb eines Stäbchenstapels ist die Höhe jeweils gleich, die Tiefe jedoch unterschiedlich. Fehlen nur noch die unterschiedlichen Ziegelbreiten. Stellt dazu nacheinander 3 Schnittbreiten zwischen 1 und 2 cm ein, um die Stäbe jeweils ein paar Mal abzuschneiden und so die Ziegel zu erhalten. Am Ende habt ihr so Ziegel von einer Höhe, die aber unterschiedlich tief und breit sind. Und weil ihr das mit 3 verschiedenen Höhen gemacht habt, könnt ihr nun äußerst abwechslungsreiche Mauern bauen. Klar, das ist deutlich fummeliger als mit großen Ziegeln, sieht aber auch interessanter aus, oder? Ich hoffe, ihr habt nun den Durchblick, was das Anfertigen von Hartschaumziegeln angeht. Wie ihr übrigens runde Ziegel zurechtschneidet, habe ich bereits in dem oben verlinkten Video gezeigt. Viel Spaß beim Anschauen und Mauern, wir sehen uns nächsten Freitag, bis dann! Oder in einer Universalstrukturierungskiste strukturieren.
Nach dem Verbauen könnt ihr dann noch mit einem Stein oder ähnlichem drüber gehen.